Moin, liebe Lüt. Ich bin heute mal ganz früh aufgestanden und für euch nach Bad Bramstedt gefahren. Und wo ich mich hier aufhalte, könnt ihr vielleicht schon im Hintergrund ein bisschen erahnen. Ich bin bei meiner Werkstatt, Haarmobile. Tekin hat sich bei mir gemeldet, er hat einen interessanten Fall in der Werkstatt. Den wollte er mir ganz gerne zeigen und dafür mache ich mal die kleine Extra-Runde hier heute her. So, Tekin hat heute extra nur für die Filmaufnahmen aufgemacht hier. Der hat mich angerufen und gesagt, Mensch, ich habe was Interessantes in der Werkstatt. Wenn du Zeit hast und Lust hast, komm doch mal rum. Mache ich liebend gerne. Oh ja, das sieht jetzt schon interessant aus hier. Ja. Aber man muss das auch Tekin hoch anrechnen, dass der sich die Zeit extra nimmt, weil das ist jetzt auch seine Freizeit, in der wir das gerade das Ganze hier machen. Du hattest erzählt, interessanter Fall, AdBlue, Genau, das richtig, ist so ein bisschen das Thema. Ja. Ich war ganz erschrocken darüber. Ich habe nämlich tatsächlich gerade, habt ihr vor kurzem erst gesehen, das Video, dass ich mich mit AdBlue ein bisschen beschäftigt habe, weil, wie viel geht rein? Das war ja mal ein Video, das ich ganz zu Anfang gemacht habe und jetzt als letztes habe ich ein Video gemacht, was passiert, wenn ihr aus Versehen AdBlue in den Dieseltank einfüllt. Na? Das Video kann ich euch auch empfehlen, kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Aber jetzt haben wir AdBlue-technisch was ganz anderes als Problematik. Genau, richtig, ja. Erstmal, hallo Leute, vielen lieben Dank für die Kommentare. Ich habe mir wirklich Zeit genommen, jedes Kommentar durchgelesen. Auch bei einigen tatsächlich alles gefällt mir geklickt. Vielen lieben Dank, hat mich alles sehr gefreut. Ja. Wir haben hier das Thema AdBlue. Aus dem Grunde, ich habe mir echt lange darauf gewartet. In der Zwischenzeit hatte ich auch Fahrzeuge mit AdBlue Probleme, aber ich habe die Gelegenheit nicht gehabt, weil das Thema ist wirklich sehr wichtig für viele Kunden, Ja. weil da entstehen eigentlich auch beabsichtigte oder unbeabsichtigte Fehler und was sind die Folgeschaden, dass man so einen Überblick hat. Vor allen Dingen auch, wie man das verhindern kann. Ne? Genau, richtig, wie man das auch verhindern kann. Ja. Das AdBlue ist ja Harnstoff von 32,5%iger Inhalt. Und wir haben hier, das ist zur Reduktion vom Stickoxide Ja. in Verbindung dann Partikelfilter und Katalysator. Ja, wird eingespritzt, um damit dann die Schadstoffbelastung dann zu reduzieren. In den SCR-Cut? In dem SCR-Cut wird das Ja. eingespritzt, Guck, genau. die Begriffe sagen mir jetzt allmählich auch schon was, aber man merkt daran, auch unsere Motoren sind dadurch, durch diese ganze Schadstoffbehandlung, um einiges komplizierter geworden. Es gibt jetzt Bauteile, die es früher nie gegeben hat, eben zur Reduktion der Stickoxide. Ganz genau. Und was man noch dazu sagen kann, AdBlue beim Fiat Ducato, seit wie lange gibt es? Es gibt schon seit 2014 eigentlich bei Personenfahrzeugen. Ja. Das ist aber so Transporterbereich eher. Ja. Bei den Wohnmobilen gibt es seit 2000, also seit dem Euro 6 D-Temp. Ja. Und AdBlue war Baujahr 2018, August, sowas kam die auf den Markt tatsächlich. Ja. Und gibt es dann halt bis jetzt. Das größte Nachteil ist bei dem Ducato, bis der Serie 9 auf den Markt gekommen ist, dass man keine Standanzeige hat. Ja. Das ist echt ein großes Problem. Ich habe gerade Also in früheren Fahrzeugen, gab es ab und zu mal, dass Ja, Fahrzeuge mit einem AdBlue-Stand dann auch schon in Modell 7, Modell 8 dann ausgerüstet waren. in Modell 7, genau. Modell Ja. 8 gibt es mit Digitalanzeige in Ja. Modell 7. Und das, was du, also der schwarze Schaf, ist quasi Modell 7. Und da gab es wirklich ganz selten, aber ich habe 1 oder 2 Stück Ja. gesehen. Die meisten wurden nach Dänemark ausgeliefert. So. Ja. Wir haben hier bei dem Ducato einen 19 Liter AdBlue-Tank. Also nicht mehr und auch nicht weniger. Ja. Das sage ich aus dem Grunde, die 19 Liter, weil logischerweise viele Leute gehen davon aus, auch Handwerker, ist es öfters passiert, dass Fahrzeuge eingeschleppt worden sind, weil einfach zu viel AdBlue aufgefüllt werde. Man kriegt schon 20,5 Aber man Liter. kann mit Nachschießen, man kann reindrücken. Man Ne? kriegt definitiv das rein, ja. Ja. Fakt ist, wenn man diesen Fall hat, kann sein, dass irgendwann, dass der AdBlue-Stand sich gar nicht korrigiert, dass er sagt, ich bin voll, sondern bleibt immer noch auf gleiche Stand und sagt, AdBlue, bitte AdBlue nachfüllen. Ja. Es ist aber nicht immer bei jeder Fehler, wenn da steht weiterhin AdBlue nachfüllen, ist immer nicht gleiche,
Aber öfters habe ich schon Kunden gehabt, wo die Fahrzeuge dann gleich nach dem AdBlue-Tank hierher gekommen sind. Ja. Wir haben geguckt, AdBlue-Tank ist voll. Der Tester zeigt an, dass das Steuergerät nicht übernommen hat. Das Problem ist dabei, kann ich mal hier kurz zeigen. Wir haben hier einen neuen AdBlue-Tank, da kommen wir gleich dazu. Hier ist Das ist also das gute Stück, nur reiner AdBlue-Tank jetzt, ne? Genau. Und hier haben wir das Herzstück, das AdBlue-Tank-Pumpe. Da drin ist ein Ultrasensor. Der Ultrasensor sendet ein Signal, Ja. um den Stand zu messen. Per Ultraschall quasi, ne? Genau. Echotechnik wie bei den Fledermäusen. Genau. Und er braucht dann einen kleinen Luftspiel, dass er das Signal zurückgeschickt bekommt. Wenn der aber ganz voll ist, bis zum Deckel, das kriegt man wirklich ganz voll sogar. Ja. Wenn er ganz voll ist, bis zum Deckel, dann kriegt er das Signal nicht zurück und geht immer noch davon aus. Es ist immer noch leer, Es weil ist immer eigentlich noch leer. es zu voll ist an der Stelle. Richtig. Jetzt habe ich es kapiert. Weil man sieht das auch hier, dass die Entnahmestelle hier so ein kleines bisschen tiefer ist. Hier drüber ist noch so eine richtige Luftkante. Und wenn du das nochmal umdrehst, sehen wir, dass auf der Unterseite hier an dieser Stelle ja das Messgerät ist. Das heißt, irgendwo an dieser Stelle geht es jetzt nach oben. Genau. Und dann kommt er hier irgendwo mit dem Signal an. Und wenn ich jetzt mit Nachschießen ihn ein bis hier oben voll gemacht habe, dann ist natürlich das Problem, es kommt kein sauberes Echo zurück fürs Messgerät. Genau. Jetzt fragen sich natürlich viele, ja, wie viel Liter soll ich denn auffüllen? Also ich habe für mich, für meine Kunden, Fakt ist, dass das auch bei Fahrzeugübergabe keiner erzählt das dem Kunden. Ja. Das macht wirklich keiner, weil keiner sich darum kümmert. Es Ja. geht halt um Fahrzeugverkaufen. Ist nun mal Ist so. Finde ich sehr traurig, weil es entsteht einfach unnötige Kosten für die Ja, Kunden, wo ja. auch keine Garantie dafür gibt. Ich empfehle, also der Tank ist 19 Liter und wenn ich so aus Erfahrung sprechen kann, wenn die erste Kontrollleuchte leuchtet, hat man über 1000 Kilometer noch einen Restweite. Ja. Bei der ersten Kontrollleuchte steht keine Anzeige. In einigen Bedienungsanleitungen steht sogar über 2000 Kilometern. Bei uns auf Lehrgänge wurde was anderes gesagt. Ich kann es selber noch nicht genau definieren tatsächlich, muss ich Ja, ganz offen ja. sagen. Aber mit 1000 Kilometern ist man sehr, sehr gut bedient. Also ich habe ja auch nun bei mir dann die Anzeige gehabt, als das erste Mal passiert ist, war das auf einer Urlaubsreise. Ich bin nicht sofort zu einer Tankstelle gekommen, damals war die Verbreitung von AdBlue an den Tankstellen nicht so gut, wie sie inzwischen ist. Das ist also inzwischen nun deutlich besser geworden. Ich musste also erstmal eine Weile suchen, bis ich eine Tankstelle hatte, die zumindest in Kanistern dann AdBlue angeboten hatte. Aber da in der Zeit, ich habe überhaupt gar keine Probleme gehabt. Eine Restreichweite wurde mir leider auch da nicht angezeigt im Modell 7. Es wurde nur eben in Bedienungsanleitung darauf hingewiesen, irgendwann startet er dann nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe da locker 500, 600 Kilometer gemacht noch, weil ich dann mein Ziel noch erreichen wollte. Und der war noch weit davon entfernt, da jetzt irgendwelche Probleme zu machen. Also ich kann sagen, dass ich öfters, dass bei uns in der vorletzten Lehrgänge wurde gesagt, dass 1200 Kilometer ist. Ja. Aber in dem letzten Lehrgang wurde mir dann gesagt, dass das über 2000 ist. Ja. Es kommt tatsächlich auch hin. Die erste Kontrollleuchte, keine Kilometeranzeige. Man kann wirklich über 1200 Kilometer fahren. Ja. Kommt darauf an, wie man selber damit fährt natürlich. Ja, der Verbrauch ist stark, das habe ich auch schon festgestellt, der ist stark ja, von eurem Gasfuß abhängig. Wenn ihr entsprechend flott fahrt, dann geht natürlich auch mehr AdBlue durch, weil mehr Stickoxid zu unterdrücken ist logisch. Genau, Ja. richtig. Und dann irgendwann kommt die zweite Kontrollleuchte, da steht dann wirklich 750 Kilometer Restweite, dann hat man genau einen Überblick über das Ganze. Das war auch schon beim Modell 7 so, ne? Das ist beim Modell 7 so. Das ist nämlich die Anzeige, die habe ich noch nie zu Gesicht bekommen. Also die Restreichweite ist mir da tatsächlich noch nie angezeigt Kommt worden. auch selten vor, wirklich Ja. tatsächlich selten vor, dass die Kunden so lange das verzögern. So, wenn ich mir das ungefähr ausrechne, dann ist da mit einer Restweite bei der ersten Kontrollleuchte, ist da noch, geht man zur Tankstelle, ist da noch ungefähr 6 bis 8 Liter Rest AdBlue definitiv drin. Da kann ich sogar aus eigener Erfahrung direkt sagen. Gemessen habe ich das nicht, aber aus eigener Erfahrung kann ich das definitiv sagen. So, und ich empfehle jeden Kunden, wenn die erste Kontrollleuchte leuchtet, 10 Liter auffüllen, dann ist wirklich gut. Dann liegt man bei 18 Liter höchstes, sagen wir mal 19 Liter, dann ist Im man Höchstfall. perfekt. Genau, Ja, richtig. wahrscheinlich eher so, wenn ich meine Messung jetzt, ich habe es jetzt 2-mal ausprobiert, bei beiden Malen bin ich so ziemlich exakt auf 6 Liter Restfüllmenge gekommen, bei meiner Fahrweise natürlich, das ist genau der Unterschied, bei jedem ein bisschen individuell anders aufgrund der Fahrweise. Aber wenn ich jetzt auf 6 Liter dann 10 Liter drauf bekomme, dann habe ich 16 Liter drin. Das heißt, AdBlue bis zum Abwinken, die nächste Urlaubsreise ist gesichert, gar kein Problem. Aber ich habe auf alle Fälle noch 3 Liter zusätzliches Volumen.
das hier oben dann sozusagen eine Luftblase bilden kann. Genau, richtig. Und wirklich dann erst AdBlue auffüllen. Also man kann schon davon ausgehen, Reise losgehen, alles volltanken. Das ist leider beim AdBlue nicht, würde ich niemandem Nicht empfehlen. empfehlen. Sonst steht er kurze Zeit später möglicherweise in der Werkstatt. Nicht immer, aber Ja. möglicherweise. Ja. Und es entstehen Kosten könnte schon bis 500 € Kosten entstehen. Und das muss man wirklich in heutigen Tagen nicht haben. Nee, Zeit. absolut nicht, Ja. absolut nicht. Genau, wenn erst der Kontrollleuchte leuchtet, 10 Liter auffüllen, dann braucht ihr euch eigentlich keine Das weiteren reicht. Gedanken machen. Das Ja. reicht, ja. Was kostet dieser Tank so? Dieser Tank liegt mittlerweile bei 1000 €. Genau. Ja. Also die 500 € Schaden, das ist dann noch, wenn man das ohne den Tank dann geheilt bekommt. Da hier der Tank jetzt schon liegt und auch die Leitung, da hat er mir auch schon mal vorher was dazu erzählt, Genau. sehen wir jetzt einen Fall, wo es halt nicht mehr ohne den Tank ausgegangen ist. Richtig. Das ist normal. Wir haben in dem AdBlue-Tank-Pumpe auch eine Heizung drin. Wenn ihr das Fahrzeug abschaltet, dann hört ihr so ein leichtes Summen. Das Summen ist dafür, das ganze AdBlue in den Leitungen wird zurück in den Tank zurückgesaugt, damit das nicht in dem Tank, in den Leitungen einfriert im Winter. Ja, Das ja. ist normal tatsächlich. Das läuft 1 Minute lang, ungefähr 1 bis 2 Minuten lang. Viele Kunden haben das gestört, haben gedacht, dass da irgendwas nicht in Irgendwas ist da Ordnung kaputt. ist. Aber Nee, es das ist soll nicht- so. Das Das ist soll so, Absicht. tatsächlich, ja. Weil ab minus 11 Grad könnte Kann das AdBlue einfrieren? Genau. Wir haben hier die Einfüllstutzen, also für den Einfüll. Die Belüftung haben Ja. wir hier. Und ab hier geht dann quasi zum einen Spritzdüse vom AdBlue. Das sind die Versorgungsstecker plus Masse, Ja. Signalleitung und hier sind für die Temperatursensoren, Standsensor und so weiter. So, es gibt bei dem Ducato recht, ich habe alles an Fehlern erlebt. Ich habe erlebt, dass der AdBlue-Tank defekt ist, dass die Pumpe sich aufgehängt hat, der Sensor sich aufgehängt hat. Stecker, Kabel nicht richtig drauf stecken, ab Werk sogar kann man sagen. Einspritzdüse, Ja. AdBlue-Steuergerät oder auch bis auf Motorsteuergerät. Und auch, dass da mit einem Update der Fehler behoben werden könnte. Man kann nicht immer die Kontrollleuchten auf diesen Fehler, was ich euch gleich zeige, beziehen. Definitiv nicht. Wir haben aber bei dem Modell hier öfters mal das Problem gehabt, hier sieht man schon, dass es kristallförmig ist. Der Ja. Kunde ist bei uns in die Werkstatt gekommen, hat gesagt, AdBlue-Kontrollleuchte leuchtet und einmal Inspektion. So. Fehler haben wir ausgelesen. Der Fehler war uns so aus Erfahrung direkt bekannt. Es gibt da auch ein Schreiben, da muss der Vertrauenswerkstatt sich immer aktualisieren, jeden Monat in dem Programm vom Fiat Ja. reingucken. Was ist eigentlich so der aktuelle Stand? Was Genau, hat sich an richtig, neuen ja. Fehlern herausgestellt? Genau, richtig, ja. Und da uns der Fehler dann bekannt war, haben wir wirklich nicht lange Diagnose gemacht. Gleich das hier ist ein Hitzeschutzblech, den haben wir Richtig, das kenne ich demontiert. nämlich noch. Bei mir war hier alles dann entsprechend Alufarben, so wie wir das hier im Bereich des Auspuffes Genau. auch sehen. Das ist dann der Hitzeschutz, weil hier der Mitteltopf, nee, das ist sogar schon der Endtopf. Der Das ist schon der Endtopf. vom Auspuff dann liegt, damit das Ganze hier so ein bisschen vor der abstrahlenden Wärme geschützt ist. Genau, ich habe das schon demontiert. So, da wir den Fehler kannten, gleich das demontiert und könnten hier sehen, dass der Anschluss hier gebrochen ist. Ja. Das Auto, hier war der Tank war sogar noch ein bisschen rein verzogen. Der war wirklich zu der viel hat sich nach Vakuum oben erzogen. gezogen. Genau, richtig. Und der ja. hat Unterdruck erzeugt, ne? Genau. Der hat sich durch den Unterdruck, die Pumpe hat immer mehr gefördert und hier im Tank ist durch die Zuluftleitung keine Frischluft nachgeströmt und dann entwickelt sich Unterdruck und der gesamte Tank geht nachher. Man kann das hier tatsächlich noch sehen, wenn ich das mal hier so quer nehme, dann sieht man, dass das hier so eingebraucht ist, was eigentlich nicht so gehört. Genau. Und die hauptsächliche Ursache hat schon einige Fahrzeuge betroffen, dass diese Tankdeckel, die Membranfeder von dem Tankdeckel, den Druck nicht ablassen könnte nach außen und somit ist ein Vakuum entstanden. Ja. Dann muss das AdBlue-Tank erneuert werden. Die Leitung, weil das abgebrochene Stück noch, das Rest noch drin steckt. da kann man sehen, dass das Genau. Endstück noch drin ist. Und das AdBlue-Tankdeckel, wie ich schon gesagt habe, wird mit erneuert. Somit ist das ich weiß nicht, ob das wirklich ein geänderte Modell ist jetzt mit dem Tankdeckel. Ja. Man muss hier dann sich nicht unbedingt Gedanken machen, gehe ich mal von aus. Weil das hat Zumal, wenn man wirklich darauf achtet, wenn ihr wirklich darauf achtet, dass ihr eure Tanks nicht überfüllt. Es ist oben eine Luftblase. Luft ist komprimierbar.
Na, also da ist dann eine größere Möglichkeit, dass der dort dann auch noch einen Druckausgleich dann machen kann, auch wenn er eigentlich schon im Unterdruckbereich ist. Flüssigkeiten sind nicht komprimierbar. Wenn dann also die Restluftblase quasi aufs letzte Rest zusammengedrückt ist, dann fängt er an, den Tank zu verformen. Wenn ihr also ein bisschen mehr Luft im Tank drin lasst, kommt euch das auf alle Fälle zugute. Mit 16 Litern habt ihr dann 4 bis eher mit den Reservemengen, die ohnehin im Tank drin sind, habt ihr eher 5 bis 6 Liter Luft drin. Das sollte dann eigentlich das Problem dann auch schon bereinigen können. Genau. Ja? Überfüllen ist schlecht. Also ich lerne da draus. Bisher habe ich meinen AdBlue-Tank immer auf 19 Liter voll gemacht, aber das werde ich jetzt nicht mehr tun. Also in den meisten Fällen ist das auch gut gegangen halt. Wie schon sagt, 10 Liter ist ein Maße, man kriegt sowieso 5 oder 10 Liter mäßig, da kann man wirklich nichts verkehrt machen. Deswegen tritt der Fehler wahrscheinlich auch gar nicht so gehäuft auf, weil viele Leute sich ja dann so im normalen Bereich irgendwo zwischen 6 bis 16 Litern bewegen. Und nur wenn man dann wirklich so am absoluten oberen Rand ist, dann passiert sowas auch. Genau, richtig, ja. Ich werde jetzt das AdBlue-Tank demontieren und dann können wir noch über ein paar Fehlerbeschreibungen sprechen. Was passiert, wenn man AdBlue in Diesel eintankt? Ja. Diesel in AdBlue passiert eher selten oder es ist kaum entstanden, weil schwer der möglich, Einfüllstutzen viel zu klein ist. Ist schwer möglich, also vielleicht mit einem Reservekanister. Das würde man vielleicht noch hinkriegen, weil der Tankstutzen ist ja beim AdBlue wesentlich kleiner. Aber andersrum passiert das ganz schnell. Wie gesagt, mein Video, ne? So, das soll hier auch keine Einbauanleitung sein, weil Also da braucht man wirklich, also die Hebebühne und den Halter und so weiter, das braucht man alles. also man kriegt das schon demontiert. Fakt ist, beim Auffüllen und Anlernen brauchst du den Fiat-Tester. Da Sonst brauchst du den Computer. ja, freie Tester können das tatsächlich nicht. Ja. Das ist nicht möglich. Aber so, jetzt ist er frei. Also das ist definitiv kein Spaß, das zu Hause selber zu machen. Nee, Und wie gesagt, ohne den Tester werdet ihr da eh nichts. Also das ist was für die Fachwerkstatt. Wie ich schon gerade vorhin auch erzählt habe, was passiert, wenn man AdBlue in Diesel eintankt. Habe ich schon Fälle gehabt. Wichtig ist dabei, wie man damit umgeht. Wenn ihr, wie Michael auch schon gesagt hat, wenn ihr wirklich gemerkt habt, kurz bevor ihr gestartet habt, dann das Fahrzeug nicht starten, dann wirklich dann ADAC soll das Fahrzeug in die Werkstatt schleppen. Und dann müsst ihr dem Werkstatt Folgendes sagen, egal ob das eine freie Werkstatt oder Fiat-Werkstatt ist. Muss ja nicht unbedingt jeder wissen. Dabei ist wichtig, dass man das Kraftstoffsystem nicht öffnet, weil AdBlue wird kristallförmig. Ja. Ich habe Kunden gehabt, die sind damit sogar 1-2 Kilometer gefahren. Dann ist das ganze AdBlue sogar bis zu den Injektoren. Und natürlich durch den Injektoren geht das in den Brennraum rein. Das Problem ist dabei halt, dass wenn das Kraftstoffsystem aufgemacht wird, es kommt Luft rein. Das heißt, das ganze Kristallisiert aus. kristallisiert in dem Kraftstofftank, in den Leitungen, Kraftstofffilter, Filtergehäuse, Hochdruckpumpe, Rail, Injektor und in den Brennraum. Das ist echt eine teure Geschichte. Ich habe von einem Kollegen erzählen lassen, dass sie den kompletten Motor sogar wechseln müssten, weil die Werkstatt das aufgemacht hat und das ganze AdBlue war auf den Kolben am Zylinderwand. Das möchte ich keinen gönnen. Ja. So, was haben wir gemacht? Das Fahrzeug ist bei uns in die Werkstatt gekommen. Wir haben natürlich den Moment nicht die Kapazität dazu gehabt. Dann habe ich den Leuten gesagt, Tank nicht öffnen, einfach so stehen lassen. Erstmal stehen lassen. Genau, so wie es ist, gar nichts öffnen. Keine Luft an das System rankommen Genau. lassen. Denn es ist tatsächlich so, das habe ich ja in meinem Experiment, das konntet ihr in der Flasche sehen, ich verlinke euch das nochmal, oder ich schneide das hier sogar rein. Ich habe ja so eine ganz kleine Menge AdBlue und eine ganz kleine Menge Diesel in der Glasflasche dann einmal miteinander vermischt. Wenn ihr also dann keine Luft an das System rankommen lasst, dann schwimmt der Diesel quasi, der auch immer noch verschmutzt ist, obendrauf und deckelt das Ganze ein bisschen ab. Ne? Genau, Das ist richtig. natürlich dann das Wichtige. Wenn man jetzt aber anfängt, dann an den Leitungen oder sowas irgendwo schon was zu machen, dann ist das System offen und dann kann Luft rankommen und dann kristallisiert das Ganze. Ganz genau. So, wir sind dann 24 Stunden später beigekommen. Dann haben wir schnellmöglichst den Kraftstofftank demontiert, haben dann sauber gemacht. Gleichzeitig haben wir dann zugesehen, dass wir wirklich mit 2 Mitarbeiter rangegangen sind, dass da nicht so viel Luft reinkommt. Die Anschlüsse haben wir dann immer abgedichtet, nach Rücksprache mit dem Kunden, weil wir nicht die Vorgabe vom Fiat ausgeführt haben, sage ich mal. Ja, die Vorgabe vom Fiat wäre, tauscht alles. Komplette Hochdrucksystem erneuern.
Da das dem Kunden aber viel zu teuer wäre und wir hatten nicht alle Welt, die an Kapazität so Zeiten hat tatsächlich, weil das ist ein großer Akt, hat der Kunde dann gesagt, okay, oder nach Rücksprache mit dem Kunden haben wir eine gemeinsame Lösung gefunden, dass wir sagen, okay, wir haften dafür nicht, aber wir machen den Tank sauber, Leitungen bis zur Hochdruckpumpe sauber, Kraftstofffilter neu und Kraftstofffiltergehäuse sauber machen. Ja. Das haben wir dann auch gemacht. Das Fahrzeug lief am Anfang dann logischerweise nicht schön, aber nach 2-3 Minuten lief er dann ganz normal. Hat er sich dann gefangen. Und Genau. das Ganze müsst ihr jetzt bedenken, weil das Fahrzeug tatsächlich mit AdBlue im Dieseltank gestartet worden ist. Es ist tatsächlich damit gelaufen. Das läuft dann nicht lange, weil ihr habt dann ein bisschen noch Diesel in den Dieselleitungen drin. Damit kann er zunächst noch fahren, aber das haben wir in dem Experiment bei mir im Video gesehen, wo ich mir eine kleine Menge AdBlue auf Diesel raufgekippt habe in der Flasche. Das werde ich hier nochmal mit reinschneiden, das Bild. Dass der Diesel sofort auf dem AdBlue aufschwimmt. Und das heißt, da der Ansaugpunkt am Tank ganz unten ist, landet dann fast sofort AdBlue bei euch in den Dieselleitungen drin. Und wenn das Ganze dann durch das System erstmal vorne bis zu den Injektoren kommt, dann steht das Fahrzeug. Also das dauert nicht lange, das ist vielleicht eine Fahrzeit von maximal 3, 4, 5 Minuten. Dann ist das AdBlue da vorne angekommen und dann steht ihr ohnehin, nur dann mit einem großen Folgeschaden. Durch das gute AdBlue-Tank haben viele Kunden den Nachteil, dass der 120 Liter Kraftstofftank nicht mehr gibt. Das nur nebenbei ich als auch. Information. Das schwarze Schaf hat nur noch 90 Liter. Aber als ich letztes Jahr in Frankreich beim Raffineriesteig hängen geblieben bin, bei meiner Fahrweise, okay, das erzieht einen dann richtig dazu, einen ganz leichten Gasfuß zu haben, weil ich musste ja irgendwie bis Freiburg kommen und ich saß in Südfrankreich und es gab nirgendwo mehr Diesel zu tanken. Ja. Na, also es war wirklich, es ist ein unangenehmes Gefühl, wenn man sieht, da sind überall Tankstellen und überall sind die Tankstellen abgeflattert und es gibt nichts. Man kommt auch mit einem 90-Liter-Tank, mit einem leichten Gasfuß, mit einem Fahrzeug, das wirklich 3,5 Tonnen wiegt. Ich war im Urlaub, ne? Abwasser war drin, alles war dabei. Man kommt wirklich knapp über 1000 Kilometer. Das ist hinzukriegen, aber langsam fahren. Ja. So, dann ist ein wichtiges Thema, wo extrem viele Kunden mich darauf angesprochen haben, wie ist der AdBlue-Verbrauch? AdBlue-Verbrauch, ich habe da was ausgedruckt, direkt vom Fiat, werde ich einmal Michael mitgeben, dass er das einmal als Link hinzufügt. Ja. Ich habe wirklich Kunden gehabt, Spediteure habe ich gehabt, die einen Verbrauch hatten, also die erste Kontrollleuchte ist bei denen bei 6.000, 7.000 Kilometer erst angegangen. Das ist schon wirklich sehr gut, richtig gut sogar. Die haben aber auch einen durchschnittlichen Verbrauch von 7,2 Liter hinbekommen. Ja. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Mehr AdBlue. Das sind verschiedene Faktoren, die da reingehen. Wir haben Stadtverkehr, ständiges Stop and Go. Da haben wir natürlich schon mal eine andere Belastung und dann wird auch anders AdBlue verbraucht. Eine andere Variante ist, ihr fahrt Langstrecke. Also ich habe es ja selber gesehen auf meinen Urlaubstouren. Im Schnitt, ich fahre dann wirklich gemütlich, weil der Weg ist das Ziel und die Reise an sich macht ja schon Spaß und ist ja schon Urlaub, wenn man es entsprechend so macht natürlich. Da komme ich auf 7,6 Liter auf Langstrecke. Ne? Und da habe ich auch die Feststellung gemacht, dass mein AdBlue-Verbrauch dann sehr, sehr niedrig ist. Also da komme ich durchaus in die Größenordnung 5000 Kilometer, bis bei mir mal wieder eine Anzeige dann da ist, ich müsste mal wieder nachtanken. Genau, richtig, ja. Und was ich auch schon gehört habe, ist Euro 6D Temp ist ja im schwarzen Schaf noch der Stand der Dinge. Inzwischen ist Euro 6 Final. Richtig. Mit Euro 6 Final ist der AdBlue-Verbrauch nochmal gestiegen, ne? Was auch nachvollziehbar ist. Es ist ja nun mal die Finalversion, die muss ja irgendwas besser machen als die Temp-Version. Und das geht am besten eben tatsächlich dann darüber, dass dann entsprechend mehr AdBlue dann verbraucht wird. Und bitte Transporter oder bezüglich Wohnmobile nicht mit dem Pkw-Verbrauch vergleichen. Ja. Das sind Welten dazwischen. Da sind Welten dazwischen. Wir Genau. haben hier ganz andere Tonnagen, weil das sind auch Fahrzeuge, wenn wir hier mal dahinter gucken, das sind Fahrzeuge, die wiegen dann auch wirklich in der Fahrt über 3 Tonnen. Das ist es steht nicht nur auf dem Papier, sondern das Gewicht ist real da. Ne? Das ist das, was ihr da durch die Gegend schuckelt. Dann einmal an den Euro 5 Fahrzeugen. Viele fragen auch nach, gibt es eine Änderung von Euro 5 auf Euro 6? Es gibt Hersteller, die schon fertigen Set haben, aber es gibt keine Zulassung dafür. Ja. Viele Kunden rufen mich auch an und ich kann da nur sagen, bitte wendet euch direkt an Fiat Kundendienst. Die werden aber auch nur sagen, dass es noch keine Änderungen gibt. Ich weiß, dass im Netz schon Videos gegeben hat oder in Aufnahmen halt, dass da wegen Abgasskandal auch bei Fiat
Das sind aber nur ermittelte Werte von Ja. Personen. Es gibt wirklich nichts Schriftliches. Ja. Das war ja auch damals, als wir uns bei den Benzinern zurückerinnern, da ging das ja auch mit den Euro-Stufen dann los. Grüne Plakette, Benziner, wie gesagt, die Kaltlaufregler, Nachrüstung. Das Ganze funktioniert und das Ganze ist dann auch anerkannt worden, aber es musste erstmal ein Mustergutachten dafür erstellt werden. Und dieses Mustergutachten musste dann auch generell anerkannt werden, TÜV-seitig vom Finanzamt, weil da hängt ja auch eure Kfz-Steuer dann dran, musste das ebenfalls anerkannt werden. Also nur die Technik einzubauen, hilft da noch nicht. Das Nachrüstset muss dann eben auch noch legitimiert sein, dass es das Ganze dann eben auch erfüllt. Genau. Ich baue jetzt einmal die Leitungen aus und dann baue ich den neuen Tank ein. Ja. Und genau. Die Leitungen sind auch was Besonderes, habe ich jetzt eben gerade noch mal erinnert. Denn wir sehen das hier beim neuen Tank. Ihr seht ja hier, dass das so spiralförmig umwickelt ist. Ne? Das ist nicht nur irgendwie ein Schutz. Ja, doch, das ist tatsächlich wohl wirklich nur ein Schutz. Ne? Das ist ein Schutz, ja. Ja. Aber diese Leitung hier ist tatsächlich beheizt, damit euch das Ganze im Winter nämlich nicht einfriert. Man ist ja jetzt auch nie auf der Jagd, wenn man mit Wohnmobil fährt. Ist nee. nun mal so, ne? Der Weg ist das Ziel, das ist da absolut das Thema. Und dann schaffe ich eben auch die 5000 Kilometer. Ja, ja. Aber diese Fehler hier ist sehr oft aufgetreten mit dem AdBlue-Tank oder auch, dass die Kunden wirklich überfüllt haben. Ja. Da taten mir echt die Kunden leid. Ja, das ist auch gut. Also ich finde das auch super klasse, dass du mir da extra Bescheid gesagt hast. Ne? Ich komme gerne bei dir rum, aber für dich ist es jetzt ja auch, du hättest jetzt eigentlich Wochenende, du hättest jetzt eigentlich Freizeit. Ne? Ich hätte eigentlich Wochenende. Ja. Alles gut. Aber das war für mich wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, muss ich sagen. Herzensangelegenheit. Ja, weil ne? ich habe den Meister auch darauf hingewiesen, dass er den Kunden möglichst darauf erinnert. Ja. Weil der Weil Fehler. niemand sagt das den Leuten. Ich meine, ich verdiene zwar mein Geld dadurch, das ist richtig, Ja. aber. Naja, aber man möchte ja doch lieber, dass man sagt, das, was an normaler Wartung zu machen ist, ne, da kann man sagen, da habe ich wieder gute Arbeit geleistet. Wenn man weiß, der Fehler entsteht eigentlich durch eine Fehlbedienung, die vermeidbar wäre. Genau richtig. Das macht keinen Spaß. Das Geld liegt heutzutage wirklich nicht auf der Straße. Nee, wirklich und nicht. Es tut mir dann für den Kunden leid, die gerade ein Wohnmobil gekauft haben und noch 500 € kurze Zeit später investieren müssen. Ja. Also, das finde ich Ja. nicht so realistisch. Anschlagpuffer hier. Auf der Seite sieht der Anschlagpuffer schon böse aus hier. Der ribbelt sich schon auf. Ja, das hängt damit zusammen. Nimmst du gerade auf, oder? Ja. Ja. Das hängt damit zusammen, weil also das ist ein Transporter von einem, der viel schwere Sachen transportiert. Ja. Diesen Kunden werden wir beispielsweise bei Abholung des Fahrzeugs empfehlen, Zusatzfedern an der Hinterachse zumindest eingebaut zu haben. Dann kommt das Fahrzeug etwa höher. Bei den Wohnmobilen kann man sogar durch diese Zusatzfedern, ist eine günstige Variante, liegt ungefähr mit Eintragung bei 600, 660 € ungefähr. Kann man bei dem Like-Chassis das Fahrzeug auf 3750 Kilo sogar auflassen. Ist wirklich deutlich bessere Fahrkomfort. Was auch. kommt dann rein? Was wird da reingebaut jeweils? Also da kommt so eine Spiralfeder hier zwischen mit Halterung oben und unten und der Anschlagpuffer ist auch noch zusätzlich dazwischen. Genau, mit einem Aber es Gutachten. bleibt dieselbe Blattfeder, bleibt dieselbe drin, nur hier zusätzlich dann Spiralfeder Genau, und ein richtig, anderer ja. Anschlagpuffer. Genau, richtig, zusätzlich Spiralfeder. Ja. Also wir haben das verkauft, sehr oft verkauft. Wir empfehlen das auch Handwerker sowie auch die Wohnmobilkunden, weil das eine günstige Variante ist für bessere Fahrkomfort. Ja. Bis jetzt sehr gute Feedback bekommen, wirklich sehr gute. Da unterhalten wir uns nachher mal drüber. Ja. Luftfederung gibt es auch. Ich glaube, ich kriege gerade eine neue Wunschlisteneintrag für Weihnachten dieses Jahr. Also Luftfederung gibt es auch für die Hinterachse. Das Ja. ist natürlich, also da liegt der Preis ein bisschen teurer. Da liegt er bei 1650 €. Da haben wir jetzt den Hitzeschutz schon wieder dran. So sieht das Ganze dann eigentlich aus. Und da kommt das neue AdBlue, weil ein neuer Tank ist natürlich leer. Da muss jetzt natürlich erstmal was rein. Die restlichen Spuren von der Undichtigkeit, das Ja. werden wir gleich sauber machen. Das ist alles kristallisiert hier. Ne? Man kann das richtig sehen. Hier ist an der Stelle so eine richtige Kante hier. Da Genau. habe ich einen ganzen Placken in der Hand davon. Ne? Das ist auskristallisiertes AdBlue hier. Haben wir gar nicht darüber gesprochen, wie alt darf AdBlue sein?
Es kommt auf die Einlagerung, also bei bestimmten gewissen Grad darf er 18 Monate sein. Ja. Ich würde empfehlen, tatsächlich AdBlue maximal ein Jahr aufzubewahren. Und auch darauf achten, dass ihr nicht auch bei No-Name AdBlue kauft. Ich habe schon auch 2 Kunden gehabt, die AdBlue gekauft haben, wo die nicht unbedingt wussten, welche Qualität. Und da war dann eine Fehlermeldung an, weil in dem Pumpe ist noch ein Konzentrationsmesser drin. Der misst dann, wie viel Konzentration das AdBlue hat. Wir hatten vorhin gesagt, regulär hat es eigentlich 32,5%. Genau. Richtig. Und ich hatte in dem Falle 26%. Und das hat er gemerkt und die Fehlerlampe ist angegangen. Da der Fehler nicht unbedingt auftritt, haben wir auch ein bisschen an Diagnosezeit benötigt, bis wir dann feststellten, was ist eigentlich tatsächlich die Ursache? Genau, ne? richtig, ja. Ja. Dann haben wir ein neues AdBlue aufgefüllt und dann war der Fehler auch erledigt. Ja. So viel zu den Überlegungen, man könnte doch auch einfach Wasser einfüllen. Ne? Funktioniert nicht. Genau. So, wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, ist, was passiert, wenn der AdBlue komplett leer ist. Also ich habe wirklich nur, es wurde mir auf Lehrgang, vom Fiat-Lehrgang erzählt, wie man da umgehen sollte, aber ich musste die persönliche Erfahrung machen, habe einen Gebrauchtwagen genommen, das AdBlue-Tank komplett leer gefahren, hatte auch Kanister mit, den Tester mit natürlich, falls ich nicht weiterkomme. Ja. Und dann, da steht dann irgendwann bei dritte Kontrollleuchte Neustarten nicht mehr möglich. Ja. Wenn ihr dann das Auto abschaltet, dann springt er auch wirklich nicht an. Also es ist nicht nur im Display, das ist wirklich wahr. Das passiert dann auch. Genau. Ihr könnt aber so lange fahren, bis ihr den Motor abschaltet. Also er geht nicht in der Fahrt einfach aus Sicherheitsgründen schon gar nicht erlaubt. Genau. Aber wenn es dann tatsächlich leer ist und ihr dann irgendwo sagt, jetzt Stopp, jetzt Motor aus, dann kann es passieren, dass er tatsächlich nicht mehr anspringt. Es reicht, wenn man danach wirklich 5 Liter AdBlue auffüllt. Das steht sogar im Display 5L. Ja. Ich habe die Anzeige erst gar nicht verstanden, weil... Was soll da 5L, was will er mir sagen? Genau, Ne? weil wenn man das 5L anguckt, wie Ja. das im Display beschrieben ist, kommt man auf ein andere... Also es ist ganz schlecht dargestellt. Ja. Wirklich, ich habe erst gar nicht verstanden. Aber ich wusste ja, dass man 5 Liter auffüllen muss. Habe ich 5 Liter aufgefüllt, Zündung für eine Minute eingeschaltet gelassen. Ja. Dann sprang ich auch sofort wieder an. Fehlermeldung war auch nach kurzer Zeit wieder weg. Nach Ja. ein paar Minuten fahren. So ein bisschen. Das heißt, erstmal muss hier gleich ein bisschen AdBlue rein. Und wir haben da schon den OBD-Sender dran, dass das Ganze dann eben gleich auch angelernt werden kann. Je leerer der Kanister wird, desto handlicher wird das Ganze dann auch. Also bei diesem Prozess werden alle Bauteile vom AdBlue-System angesteuert und nur überprüft. Jetzt haben wir ein Geräusch gehört von dem Einspritzventil, Ja. der hat kurz eingespritzt. Quasi. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ich habe es gehört. Das war so ein Tick, 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 Tick. Da hat er dann einmal sich alles geholt. Es ist auf jeden Fall ein sehr sicher überwachtes System. Das dauert immer fürchterlich lange manchmal. Ja, das ist aber auch, glaube ich, diesem Protokoll geschuldet, OBD2. Das ist ja alles so mit Verhandlungen und Protokollaustausch und jedes OBD-Gerät Ja. muss das Ding lesen können. Da liegt so ein bisschen das Ganze, weil das ist schon Anfang der 2000er eigentlich festgelegt worden. Ja. Und die Schnittstellen und die Technik hat sich seitdem wahnsinnig weiterentwickelt. Aber sie dürfen es nicht ändern, weil die Dinger müssen es ja immer noch auslesen können. Auch in der Zukunft mal ein großes Problem für die Freiwerkstätte. Ne? Ja. Da, Ich habe das auch schon gehabt, dass bei einzelnen Fahrzeugen dann bestimmte Sachen, die konnten dann zwar auslesen bei meinem Fahrzeug, aber sie konnten dann die Einstellung dann zum Teil, das Anlernen von bestimmten Systemen, das gab deren allgemeines Analysetool dann einfach nicht her. Da mussten die dann auch zum entsprechenden Vertragshändler und sagen, so hier, macht mal bitte. Ne? Und das lassen die sich dann natürlich dann auch wieder bezahlen. Und da läuft er auch. Schnurrt wie ein Kätzchen. Ich habe vor mir jetzt einen Prickstopp zu montieren hier, weil die Fahrzeuge, das könnte hier vielleicht sogar schon mal einer versucht haben. das ist der Fall, oder? Ja, der hat tatsächlich, da hat schon mal einer eingestochen, hier, da sieht man's. Reicht das, wenn man nur auf der Fahrerseite Prickstopp nachträglich montiert oder muss das auf der Beifahrertür auch montiert sein? Also, an der Fahrrad, es reicht nur an die Türen schon da, wo Schließzylinder vorhanden ist. Wir haben hier einen Schließzylinder und hier ist eine Mechanik, eine Stange quasi. Ja. Da kann man dann hier zwischen
und das dann hochdrücken, einmal Ja. die Gestänge, das ist nicht schwierig. Innerhalb 30 Eigentlich eine Sekunden. bekannte Schwachstelle, die Genau. seit Jahren an diesem Modell schon so dran ist, quasi eigentlich schon seitdem das Modell auf den Markt gekommen ist. Ist nie geändert worden. Genau, richtig. An den Beifahrertür braucht man das nicht, weil man keinen Schließzylinder hat. Mhm. An die Hecktür braucht man das auch nicht unbedingt von außen. Ja. Es gibt aber Kunden, die sicherheitshalber von innen eine Kettenversion reinmachen oder ein Verschloss von innen. Und ein riesengroßes Dankeschön natürlich an Tekin, dass sie sich da Gedanken gemacht hat und sich die Zeit genommen hat. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir auch gerne ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.